was ich jetzt zeige, ist der Austausch bzw. die Reinigung eines K&N Sportluftfilters. Diese Sportluftfilter erlauben einerseits einen etwas höheren Luftfluss, auf der anderen Seite sind sie eben wiederverwendbar. Diese Standard-Papierfilter finde ich etwas uncharmant, da es ein reiner Wegwerfartikel ist. Die Sportluftfilter hingegen kann man immer wieder reinigen und eigentlich nahezu endlos verwenden. Was wir jetzt hier machen, wir lösen die Clips am Luftfilterkasten und können dann den Luftfilterkasten anheben und den Luftfilter herausnehmen. Hier sieht man jetzt den Luftfilter im Luftfilterkasten und diesen nehme ich jetzt raus. Ich habe den Originalluftfilter aufgehoben für den Fall eben, dass man mal so einen Wechsel macht oder den Luftfilter reinigt. So kann ich, wenn ich das Auto dann in dieser Zeit brauche, weil der Luftfilter, der braucht dann immer ein bisschen, bis er wieder trocken ist. Es kann dann sein, dass man mal einen Tag oder anderthalb sozusagen warten muss, bevor der Filter wieder einsatzbereit ist. Und deswegen habe ich den Originalfilter aufgehoben. Dann kann ich den hier einfach wieder einsetzen und das Auto ist sofort wieder fahrbereit. Und wenn dann der K&N Luftfilter gereinigt ist, dann kann ich den K&N Luftfilter wieder verbauen. Also das ist eine Sache von einer Minute. Es sind lediglich 4 Metallklipse. Ich zeige jetzt hier mal exemplarisch, hier ist so ein Metallclip, hier vorne ist nochmal ein Metallclip. Einer ist etwas versteckt, der ist sozusagen unterhalb des Ansaugschlauchs. Das ist dann ganz schwierig, den jetzt zu zeigen, weil da einfach so viele Kabel sind und ja, so viele Plastikteile. Hier ungefähr in dieser Position, dort unten sitzt er, wirklich zeigen kann ich ihn jetzt hier nicht. Es ist aber über die Kamera schwieriger zu sehen als in Wirklichkeit. Das heißt, wenn man da an der Seite runter guckt, sieht man ihn auf jeden Fall. Nur über die Kamera ist es eben sehr schwer einzufangen. So, hier seht ihr jetzt, was man braucht, um so einen Sportluftfilter zu reinigen. Da gibt es von K&N speziell einmal einen Reiniger, das ist die rechte Flasche und links war das Öl zu sehen. Mit dem Reiniger trägt man sozusagen großflächig diese Reinigungsflüssigkeit auf dem Luftfilter auf und dann lässt man die Reinigungsflüssigkeit für ca. 10 Minuten einwirken und spült dann den Luftfilter von der sauberen zur schmutzigen Seite wieder mit warmem Wasser aus. Hier sieht man jetzt den ausgebauten Luftfilter, der sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Das ist allerdings die saubere Seite, das ist sozusagen die Seite, wo die nach innen in Richtung Motor zeigt. Ich drehe ihn jetzt gleich mal um und dann sieht man, wie er auf der Rückseite aussieht, das heißt die Seite, von der er angeströmt wird mit der Luft. Und hier sieht man, hier sind deutliche Verfärbungen zu erkennen. Hier sind auch teilweise Insekten vorhanden, die sozusagen den Luftstrom ein bisschen stören. Und eben diese Verfärbungen, also der ist durchaus schon schmutzig, jetzt nicht super schmutzig, aber wenn ich ihn jetzt schon draußen habe, reinige ihn ich auch. Normalerweise ist der Reinigungszyklus so 20.000 Kilometer. Ich mache das meistens etwas früher, so 15.000 Kilometer. Wie gesagt, weil es einfach schnell geht, nicht viel kostet und wenn der Motor gut atmen kann, ist das eigentlich immer eine feine Sache. So, jetzt geht es ans Reinigen. Zum Reinigen wird, wie gesagt, hier von K&N ein spezieller Luftfilterreiniger verwendet. Das Ganze dann einmal auf den Luftfilter auftragen und ein bisschen einwirken lassen und danach mit warmem Wasser abspülen. Hier sieht man jetzt ganz gut, wir haben hier schon deutliche Verfärbungen, teilweise sind auch Insekten im Filter vorhanden. Der ist zwar noch relativ sauber, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ihn schon ausgebaut hat, auch gleich einmal zu reinigen. Normalerweise geben die Hersteller so alle 20.000 bis 25.000 Kilometer an als Reinigungszyklus. Ich persönlich bin aber der Meinung, man kann durchaus schon nach 15.000 Kilometern einmal überprüfen und es schadet ja nichts, wenn er sauberer ist. Es kommt dem Motor ja nur zugute. Jetzt einfach dieses Reinigungsspray auftragen, großflächig, sodass es auch in den Ritzen gut eindringen kann.
von vorne als auch von hinten. Und dann einfach ein bisschen einwirken lassen. Und nach einer gewissen Einwirkzeit dann mit warmem Wasser einfach wieder abspülen. So, wir haben jetzt wie von K&N angegeben, 10 Minuten. Mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Gate zu finden. 10 Minuten! Den Reiniger einwirken lassen und jetzt gehen wir her und spülen mit warmem Wasser den Filter wieder aus. Wir spülen von der sauberen zur schmutzigen Seite aus, so ist die Herstellerangabe von K&N und das machen wir jetzt. So, der Filter ist jetzt ausgespült. Wir sehen auch, die Farbe hat sich verändert. Er ist jetzt nicht mehr so leicht rötlich. Das Rötliche kommt von dem Öl, was wir später wieder aufbringen müssen. Jetzt im ersten Schritt ist es aber so, nachdem er gereinigt ist, gehen wir jetzt her und lassen ihn gut austrocknen. Einfach in der Luft austrocknen lassen, sodass er wieder komplett trocken ist. Und wenn er dann komplett trocken ist, dann bringen wir das spezielle Luftfilteröl von K&N auf und sorgen dafür, dass er wieder in der Lage ist, kleine Staubpartikel aus der Luft rauszufiltern und die am Filter haften zu lassen. Ja, und wenn das gemacht ist, muss er lediglich wieder im Fahrzeug verbaut werden und er ist wieder absolut einsatzbereit für die nächsten 15.000 Kilometer. Also ich persönlich bin ein großer Freund von diesen auswaschbaren Filtern. Warum soll man denn etwas verbauen, einen reinen Wegwerfartikel, wenn es auch etwas gibt, was eben immer wieder verwendet werden kann?